Robert Habeck hat mit David Precht das Thema „Frisst der Kapitalismus unsere Demokratie?" besprochen und hat dabei Folgendes festgestellt: Er kann dem totalitären politischen System in China mehr abgewinnen als der deutschen Demokratie. Er ist beeindruckt davon, wie man in diesem gesellschaftlichen System durchregieren kann, ohne Rücksicht zu nehmen auf gesellschaftliche Faktoren wie zum Beispiel Bevölkerung oder die Wirtschaft. Ich möchte hier nicht das gesamte Video kommentieren, du solltest es dir aber unbedingt ansehen. Den Link findest du in der Beschreibung. Ich lege den Fokus auf eine Aussage von Herrn Robert Habeck, weil sie auf sein Demokratieverständnis schließen lässt. Und sie zeigt auch, wo die Ampelregierung unter der informellen Führung der Grünen Partei uns hinhaben will. Das Video behandelt die Entwicklung der Wirtschaft hin zu globalen Konzernen. Es wird dort Fragen nachgegangen, wie zum Beispiel Einzelhandel versus Amazon und ob die Demokratie in einer globalisierten Welt überhaupt eine Chance hat. Na, zum Glück war in diesem Gespräch ein Vertreter des Volkes anwesend, der für unsere Demokratie eine Lanze brechen wird. Oder doch nicht? Naja, was Herr Habeck darauf antwortet, das werden wir uns jetzt ansehen. Ich habe aus diesem Bereich des Videos ein Transkript erstellt und werde es jetzt vorlesen. Wie gesagt, du kannst dir das Video ansehen, der Link ist in der Beschreibung. Herr Precht fragt das Folgende: Weil die Geschwindigkeit ja nicht nachlassen wird, sondern die Geschwindigkeit vermutlich noch erheblich an Fahrt aufnimmt, droht ja das große Problem, dass die analoge, aus guten Gründen langsame Politik mit den ökonomischen Entwicklungen nicht mitkommen kann. Und dann haben wir ein irrsinnig großes Problem. Während Herr Precht das gefragt hat, hat Minister Habeck noch das Folgende angemerkt: Dass es da viele Rechte gibt, die beachtet werden müssen. Zum Beispiel Widerspruchsrecht, Beteiligungsrechte. Dann beantwortete er die Frage von Herrn Precht. Ja, wenn man jetzt mal Parteipolitik außen vor lässt und sagt, die einen können das nicht und die sind doof und die müssen abgewählt werden, sondern wenn man es auf eine basale, strukturelle Ebene hoch oder herunterfährt, dann ist das genau das Problem. Und ich glaube, man kommt dann nur normativ weiter. Also, man kann, man muss das zugeben, dass es so ist, und da muss man sich entscheiden. Will man daran festhalten, dass ein demokratisches System, das im Grunde dem Kern von Selbstbestimmung und auch Beteiligung von Menschen verpflichtet ist, noch eine Chance hat? Da muss man aber in großer Geschwindigkeit radikale Schritte in der Politik einführen. Oder gibt man es auf, dann wird man zu zentralistischen Systemen hingehen, die natürlich schneller sind. Da ist das Brückenbaubeispiel in China. Da gibt es eben keine Opposition, keine Mitbestimmung. Und wenn die Fehler machen, werden die trotzdem nicht abgewählt. Vielleicht gibt es ja irgendwann eine Revolte in China. Aber erst einmal ist das System effizienter. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Fragt Minister Habeck und beantwortet diese Frage anschließend selbst. Und ich glaube, dass die Entscheidung kann man nicht ökonomisch treffen, die kannst du nur wertegeleitet treffen und sagen, ja, also ich würde sagen, ja, das wollen wir. Dann müssen wir aber den Wettlauf mit der technischen Entwicklung aufnehmen und auch mit der Macht der Konzerne. Wow! Also ich finde schon spannend, wie er spricht, die sind doof, die müssen abgewählt werden. Also ich finde schon, dass da der Kinderbuchautor durchkommt. Ja? Und dann stellt er fest, dass die Politik mit der ökonomischen Entwicklung, mit den Konzernen nicht Schritt halten kann, weil diese viel zu langsam ist und zu sehr aufgehalten wird von demokratischen Entscheidungsprozessen, der Meinung des Volkes und den Befindlichkeiten der Wirtschaft. All das ist für ihn schon ein Störfaktor. Es verlangsamt seine politische Arbeit. Für dieses Problem sieht Minister Habeck nur zwei Optionen, also zwei Möglichkeiten für die Politik. Entweder wird das demokratische System beibehalten, bei dem es um Selbstbestimmung des Individuums geht, um den Willen des Volkes und Rücksichtnahme auf die Wirtschaft Deutschlands. Das ist nur möglich mit radikalen Veränderungen in der Politik. Das ist auch schon merkwürdig. Und dann kommt auch Option 2. Man verzichtet auf radikale Veränderungen in der Politik und geht gleich zu einem zentralistischen System nach Vorbild Chinas, wo man keinerlei Rücksicht auf Verluste nehmen muss, wo man trotz massiver Fehler, trotz Fehlentscheidungen weiter regieren kann und nicht abgewählt wird. Das
ist das Wunschbild von Minister Habeck, so wie ich es verstanden habe aus seiner Aussage. Und dann nutzt er als Beispiel ein Brückenbauprojekt in China. Viel spannender wäre da zum Beispiel als Beispiel das Drei-Schluchten-Damm-Projekt, bei dem 5 Millionen Menschen vertrieben, umgesiedelt werden mussten, weil sie dort in dem Bereich des Drei-Schluchten-Staudamms gestört haben. Ist es das, was wir für uns, für unsere Demokratie wollen? Das wage ich zu bezweifeln. Und er scheint es auch vollkommen unkritisch zu finden, dass es in Option 2 keinen Platz mehr gibt für Bürgerbeteiligung, für demokratische Prozesse oder gar für eine Opposition. Es ist auch kein Problem für ihn, dass Politiker selbst bei groben Fehlentscheidungen, also bei Totalversagen, nicht mehr abgewählt werden und weiter regieren zu können. Er reduziert dieses totalitäre System einzig und allein auf die Effizienz, auf die Möglichkeit für ihn als Politiker, seinen Willen durchzusetzen. Dabei stellt er die Frage, wollen wir das wirklich? Und beantwortet diese Frage auch mit Ja, das wollen wir. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich sehe das so. Ich will so etwas auf keinen Fall. Ich liebe unsere Demokratie und ich liebe es, ein freiheitliches Leben führen zu können. Und ich möchte nicht, dass ein Politiker das in Abrede stellt. Was denkst du darüber? Schreib es doch mal in die Kommentare. In diesem Kontext habe ich für dich 2 Artikel des Grundgesetzes vorbereitet, die ich jetzt auszugsweise vorlesen werde. Artikel 20 Absatz 1. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Absatz 2. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Artikel 79, das ist die sogenannte Ewigkeitsgarantie. Absatz 3. Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergeschriebenen Grundsätze berührt werden, ist unzulässig. Also halten wir fest, die Demokratie in Deutschland ist im Grundgesetz Artikel 20 verankert. In Artikel 79 gibt es dafür eine Ewigkeitsgarantie, dass eben dieser Artikel 20 niemals verändert werden darf. Ich kann mir jetzt nicht wirklich vorstellen, inwieweit die Vorstellungen vom Herrn Minister Habeck und dem Grundgesetz übereinstimmen. Ich bin auch nicht wirklich ein Rechtsanwalt, sodass ich das absolut nicht bewerten kann, rechtlich. Aber von der moralischen Seite sehe ich schon ein gewisses Konfliktpotenzial zwischen seiner Aussage und dem Grundgesetz. Und ich möchte hier auch nicht gelten lassen, dass ich diese Aussage von Herrn Minister Habeck aus dem Zusammenhang gerissen habe und dass dort der Kontext fehlt. Herr Precht hat ihn gefragt. Er hat diese Frage noch präzisiert. Er sagte, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und dann hat er diese Frage präzise beantwortet mit Ja, das wollen wir. Also ich finde eine solche Aussage von einem Politiker, der ein Ministeramt bekleidet, absolut unpassend und bekomme richtig Bauchschmerzen dabei, wenn ich denke, welche Politiker aktuell in der Regierungsverantwortung sind. Ich kann wirklich nur hoffen, dass solche Pläne in Deutschland niemals auf fruchtbaren Boden fallen werden. Wenn dir meine Arbeit gefällt, dann solltest du diesen Kanal jetzt abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Ich bedanke mich für deinen Support. Jetzt solltest du dir dieses Video anschauen. Wenn es nicht unbedingt dein Leben verändert, wird es dich auf jeden Fall super unterhalten. Wir sehen uns drüben. Jetzt klicken, bis gleich.